Hallo liebe Porsche-Freaks, heute mit einem ganz besonderen Dreh vor dem großen Schnee. Der ist noch eine halbe Stunde weg, dann geht das hier richtig los, da können wir nicht mehr fahren. Noch sind die Straßen trocken und wir haben hier jetzt einen Carrera 997 GT3 RS. Und der Wagen hier, der hat jetzt 19.000 Kilometer, das könnt ihr hier vorne sehen, 19.376. Und zwar 6.000 davon ist der Wagen richtig scharf hergenommen worden. Das heißt, der ist richtig auf der Strecke bewegt worden. Das ist ein Kunde von uns, der Rennen gefahren ist mit dem Auto, der wirklich alles gemacht hat. Er hat den Wagen aber danach technisch wieder revidieren lassen. Der ist bei Porsche gewesen, hat eine neue Bremsanlage bekommen, hat einen neuen Teppich bekommen, hat all das bekommen, dass man den Wagen jetzt gut weiterverkaufen kann. Das ist wie gesagt bei Porsche gemacht worden. Und wie so ein Wagen jetzt geht, das wollen wir jetzt mal testen. Das schauen wir uns mal an. Wir haben hier vorne so eine kleine Strecke, wo es ein bisschen den Berg hoch geht, wo man auch schön filmen kann. Da fahre ich jetzt hin. Bis dahin ist der Motor auch dann warm, dass man richtig Gas geben kann. Aber das ist hier natürlich so ein GT3. Das ist so ein richtiges Sportgerät. Das Interessante an dem Wagen, das ist der letzte mit Schaltung hier. Danach gab es die Automatik, könnt ihr hier vorne sehen. Ist der Schalthebel, aber ist ein völlig anderes Fahren. Wir haben ja kürzlich den Testdrive gemacht mit unserem orangen Auto. Das war praktisch der Nachfolger. Dieser hier, den kann man schalten. Und das ist noch etwas, also es gibt ja Freaks, die sagen, wir wollen nur Schaltung haben. Ich schalte übrigens auch für mein Leben gerne, weil das hat irgendwas Sportives. Man ist, wenn man schaltet, mit dem Auto noch sehr viel mehr verbunden. Ja, die Schalterei gibt mir noch mehr Verbindung zum Auto. Das ist zumindest das, was ich spüre, was für mich wichtig ist. Ich muss aber sagen, als ich neulich mit dieser Automatik gefahren bin, also wie dermaßen flüssig die schaltet und klack, 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 wie das geht, ist unglaublich. Ich glaube, dass die Automatik das heute besser kann, als hier so eine manuelle Schaltung. Ich glaube, die Fahrer können das nicht so gut. Das ist einfach, die Technik ist einfach, die wird so gut und immer besser. Da kommt der normale Mensch gar nicht mehr richtig mit. Aber das ist, wie gesagt, hier so ein richtiger Sportwagen. Ja, man muss vielleicht noch so ein kleines Ungeschick zu dem Auto, was einfach unglücklich gelaufen ist. Als der Wagen, der hat ja alle Service und alle Inspektionen, alles gemacht bekommen. Immer bei Porsche, alles abgestempelt. Und als bei einer dieser Inspektionen kam plötzlich ein ganz schlimmes Unwetter und hat das Auto einen Hagelschaden bekommen. Das war natürlich die völlige Katastrophe, ausgerechnet als er bei Porsche steht. Und das ist dann aber von Porsche en Detail alles neu gemacht worden. So, jetzt kann man natürlich, viele Freaks sagen ja, alles erste Lack, alles original, das verstehe ich ja auch. Aber der Wagen ist von Porsche, ist dieser Hagelschaden beseitigt worden, das muss man einfach sagen, das gehört dazu. Aber es ist gemacht worden und ich sag mal, das Auto hier, wir schauen gleich mal, ob wir da noch mal ein bisschen besser auf die Tube treten können. Der ist ja wirklich rundherum gemacht, der hat 19.000 Kilometer gefahren, der ist gut eingefahren worden. Das ist eigentlich für ein Auto für jemanden, der liegt um die 150.000 Euro übrigens, so viel mal zum Preis. Das ist für jemanden, der sagt, ich will richtig das Ding im Einsatz fahren, der ist schon erprobt, der Wagen, dann hat er diese super tolle, also wirklich geile Farbe, finde ich. Hat diese schönen Schriftzüge drauf. Also so von der Optik und so vom ganzen Habitus gefällt mir das Auto. Weil das Auto hat was Besonderes. Es ist so, hat so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Es hat einen starken Charakter von der Ausstrahlung. Also für jemanden, der sagt, ich habe 150.000 Euro, ich will einen richtig scharfen Porsche haben. Übrigens, was das bedeutet, scharf, kurz mal zur Erklärung. Der hat hier eine 3,8 Liter Maschine. Ist einer von den letzten Metzger-Motoren, ist für Freaks was ganz Besonderes. Er hat es geschafft, mit Schaltung in 4,0 Sekunden auf 100 und eine Spitze 310 gefahren. Also ich sag mal, für den normalen Gebrauch reicht das eigentlich. Mal sehen. Also, wer sich ein bisschen was traut und die richtigen Strecken kennt, einen tollen Porsche zum Fahren haben möchte, ist das hier genau das Richtige. Ach, das macht richtig Spaß. Und da ist natürlich eine andere Geschichte. Hand an der Lenkrad und an der Schaltung. Das ist natürlich sehr, sehr fahraktiv. Ist eine ganz andere Geschichte als eine Automatik.
Natürlich so richtig Sportwagen, ne? Man hat eine andere Verbindung zum Auto. Da ist eine andere Verbindung da. Man rührt hier noch rum, man hat das Auto anders in der Hand. Also ich finde, dass der Wagen richtig toll konfiguriert ist. Er hat dieses ganz tolle dunkle Mausgrau, hat so rote Spiegel, hat hinten den GT3 RS Schriftzug drauf, hat einen Carbon-Spoiler und diese rot lackierten Felgen, die ich absolut erste Klasse finde, hier mit Zentralverschlüssen RS. Hat eine neue Bremsanlage bekommen. Wie gesagt, wenn ihr ja so einen Wagen scharf fahrt, dann leidet natürlich die Bremsanlage, ist alles neu gekommen bei dem Wagen. Das heißt, der wartet praktisch nur noch jetzt auf seinen nächsten Renneinsatz und dafür ist das Auto absolute Klasse. Also hier dieser völlig verschärfte, ausladende Carbon-Spoiler. Ich weiß gar nicht, lässt er sich außen einfahren? Nee, der ist fest montiert. Ne? Ja. Ist natürlich klar, bei solchen Geschwindigkeiten ist ein relativ leichtes Auto, der wiegt 1,4 Tonnen, dass der hinten richtig Gewicht auf der Achse hat. Dann hat er diese tolle Doppelrohr-Sport-Auspuffanlage. Und wenn man ihn fährt, also er klebt richtig an der Straße, das Ding geht richtig nach vorne, ist mittlerweile 10 Jahre alt, muss man sich mal vorstellen. Ja, wirklich ein tolles Auto, hat übrigens innen ein Gitter, einen Käfig, habt ihr sicherlich gesehen. Hatte er vorne auch, als er 6000 Kilometer die Rennen gefahren ist aber zurückgerüstet worden, hat auch einen neuen Teppichboden bekommen. Also das Auto ist jetzt wieder zivil, aber jemand von euch, der sagt, ich will was zum Rennen haben und ein bisschen zivil fahren, da ist das genau das richtige Auto. Und was ich, wie gesagt, toll finde, der Wagen hat totalen Charakter durch diese irre tolle Farbkombination. Ich glaube, dass das ganz, ganz selten ist. Also mir gefällt das Auto persönlich unglaublich gut. Übrigens aus Gewichtsersparnisgründen, das ist alles Kunststoff hier, Heckscheibe, man hört das auch, ist alles Kunststoff, kein Glas, macht das Auto natürlich leichter. Dann hat er eine ganze Menge Carbon-Accessoires. Hier vorne diese wunderschöne rote Uhr, ich denke, das war seinerzeit eine Extras, die hat er auch. Sehr schönes Detail, passend zur Außenfarbe. Er hat ja diese beiden Farbrichtungen Rot und Mausgrau am Auto. Lenkrad merkt man, dass das schon ein bisschen genutzt ist, aber nicht abgegriffen. Es ist ein sehr, sehr griffiges, gutes Wildlederlenkrad. Kann man sehen. Hier oben alles Alcantara, die Decke. Also sehr hochwertig gemacht, viel Leichtbau hier vorne. Das Auto muss ja richtig Gas geben können. Und man muss sich immer überlegen, es waren 1400 Kilo, hat er gewogen und hatte 450 PS. Es gab danach noch den 4 Liter, der kostet aber heute über das Doppelte. Da gibt es nur noch ganz wenige von. Die haben noch ein bisschen mehr PS gehabt, aber also hier mit diesen 450 PS, da seid ihr wirklich hervorragend unterwegs, kann ich euch sagen. Das ist eine unglaubliche Kraft für so einen leichten Wagen. Dann merkt man, dass er dieses straffe Fahrwerk hat. Also er liegt wirklich gut auf der Straße. Man kann hier mit dem Hintern fahren, wie man so schön sagt. Man spürt das richtig. Das ist gefährlich, hier muss man aufpassen. Siehst du das hier? Da muss man vorsichtig sein. Also müsst ihr mit so einem Auto übrigens wirklich, so wie da so ein bisschen Feuchtigkeit auf der Straße ist, fliegt so ein Ding ab. Also ist ganz gefährlich. Wirklich nur, wenn es trocken ist, richtig drauf treten, sonst lieber lassen. Ich habe schon schwere Unfälle gesehen, das braucht man nicht. Denn das ist zwar ein Porsche, aber ich sag mal, der schützt euch auch nicht, wenn es richtig knallt. Wenn man sich da abwickelt, hier so in die Prärie, ist die Party vorbei. Also wie man Nässe oder Feuchtigkeit sieht, bitte langsam fahren. Aber sonst, wenn die Straße trocken ist und man hat so kurviges Gelände, da ist das Auto natürlich genau das Richtige. Ist man damit super angezogen. So, es ist ganz leicht angefeuchtet hier, du. Also richtig Gas geben traue ich mich hier nicht. Wo man das ja gerne mal möchte bei dem Auto, mal richtig auf den Pinsel treten, aber boah, man merkt so, ab 4.500 wird er giftig. Beginnt er zu brüllen. Mit den 4 Sekunden von 0 bis 100 habe ich eben getestet, das stimmt. Schafft man sofort im zweiten Gang. Der ist tatsächlich so schnell. Jetzt bewegen wir uns mal langsam Richtung zu Hause hier mit unserem Sportgerät. Nein, der fliegt ab. Das Auto geht schon richtig zur Sache. Macht Spaß zu fahren. Ist ein richtiges Spaßmobil. Man muss halt ein bisschen diszipliniert sein und vor allen Dingen noch was. Man muss auch Auto fahren können. Das ist wichtig bei dem Auto. Wenn man nicht Auto fahren kann, ist das Ding gefährlich. Also das sei auch mal erwähnt.
Man kann nicht jedes Auto fahren, wie mal lustig ist. Wenn man nicht richtig das Gefühl hat dafür, das Gespür, kann man sich schnell mal totfahren oder schwer verletzen. Also das bitte nicht machen. Nicht alles, was ich hier tue, muss man auch nachmachen. Auch wenn es einen riesen Spaß macht, geht aber hier richtig... Boah. Ab 4.500 brüllt er richtig los. Das ist genau die Drehzahl, das Limit, wo man richtig spürt, da geht es nach vorne. Das ist wieder eine tolle Probefahrt gewesen. Hat jetzt 23 Minuten gedauert. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Bis zu unserem nächsten Dreh. Alles Gute, euer Stefan Luftschitz. Freue mich schon. Ciao.